Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur heutigen Sepsis-Akademie begrüßen im Monat März und im dritten Jahr der Akademie. Und wir haben zum zweiten Mal im Rahmen der bisherigen Akademie das Thema Blutkulturen auf dem Plan. Und dafür gibt es, glaube ich, einen guten Grund, weil das so zentral ist, wenn es eben darum geht, die Sepsis richtig antiinfektiv und gut antiinfektiv zu behandeln. Und weil das Ganze auch sehr viel praktische, wichtige Aspekte haben, halten wir es für eben ein durchaus sehr wichtiges Thema. Bevor wir beginnen, darf ich Sie auf unsere nächste Veranstaltung im April aufmerksam machen. Das ist auch eine Thematik, die wir schon vor 2 Jahren einmal hatten, wo es also um die Langzeitfolgen nach Sepsis geht, wo es auch um den Blick Betroffener auf diese Erkrankung geht. Und da freue ich mich sehr, dass Frank Köhler, ein ehemaliger Sepsispatient, der sich sehr engagiert, auch mit einer eigenen Website, zu uns zu neurophysiologischen Folgen einer überlebten Sepsis aus Patientensicht sprechen wird. Und ich freue mich auch, dass Frau Dr. Caroline Fleischmann-Strutzek aus Jena aus ihren Studienerfahrungen über Langzeitfolgen und Pflegebedürftigkeit nach überlebter Sepsis sprechen wird. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, viel zu wenig aktuell noch bedacht werden und die aber, das merken wir auch als Intensivmediziner aus Sicht der Patienten und auch der Angehörigen, eine riesengroße Rolle spielt, die eben oftmals unterschätzt wird. Aber nun zu unserem heutigen Thema und unserem heutigen Gast. Ich freue mich sehr, dass Herr Professor Banu Sina aus Groningen, besser gesagt von der Universität in Groningen, zu uns sprechen wird zu dem Thema Neues und Bewährtes zur Blutkulturdiagnostik. Und wir haben gerade überlegt, wo wir uns mal kennengelernt haben und glauben, dass es so 4, 5 Jahre her war auf einem Symposium. Und Professor Sina ist in Köln geboren und in München aufgewachsen. Er hat dann dort auch studiert und promoviert. Er hat dann viele verschiedene Bereiche der Medizin, ich will nicht sagen abgecheckt, aber doch sich in die eine oder andere Richtung bewegt mit einer Konstante, dass es immer um Infektion und auch ein bisschen um Sepsis ging. Er hatte einen Forschungsaufenthalt in Boston, hat sich dann der inneren Medizin gewidmet, einen weiteren Forschungsaufenthalt in Genf, wo es dann mehr um Infektologie, Zellbiologie, molekulare Mechanismen von Infektionen gibt, hat dann seinen Facharzt für medizinische Mikrobiologie gemacht und ist nach Münster zu Professor Peters gegangen, hat sich dort habilitiert und ist letzten Endes über Würzburg nach Groningen gekommen, wo er als Mikrobiologe an der dortigen Universität tätig ist und sehr viel klinische Betreuung auch im Rahmen der Intensivmedizin macht. Und deshalb glaube ich, ein sehr, sehr guter Referent für unser heutiges Thema sein wird. Und ich freue mich, Banu, dass du uns zugesagt hast. Und ich glaube, wir werden einen interessanten Vortrag erleben. Bitte. Vielen Dank, Matthias, für die Einladung und für die sehr freundliche Einführung. Ich freue mich natürlich, dass ich in dieser sehr erlesenen Vorlesungsreihe dann etwas teilen kann über Blutkulturdiagnostik bei Sepsis. Ich habe die Dias auf Englisch gemacht, weil ich sonst mit dem Hin- und Herübersetzen nicht durchkomme, aber ich werde den Vortrag auf Deutsch halten. Wichtig ist mir noch, normalerweise ist das einfacher, wenn man sich gegenüber sitzt oder steht. Wenn Verständnisfragen sind, dann bitte auch gleich im Chat stellen, dann werde ich versuchen, darauf einzugehen und die Diskussion dann mehr am Ende dann zu machen.
Sie sehen, das ist der Haupteingang von unserem Klinikum. Das ist ein sehr großes Universitätsklinikum im Norden der Niederlande. Jetzt macht er natürlich kurz. Ich wollte kurz noch meine Disclosures zeigen. Wichtig dabei ist vor allen Dingen, dass ich keinerlei persönliche Beratungshonorare oder sonstige Dinge erhalte und ansonsten das alles über Kommission geht, beziehungsweise Projektgelder an die Institution. Kurz zum Setting, wo bin ich jetzt tätig? Wir sind in den Niederlanden im Nordwesten Europas. Ich denke immer an die Situation von Asterix und Obelix. Links oben, hier ganz im Nordwesten. Und das ist normalerweise, so wie Greifswald auch, eine idyllische Gegend, was damit assoziiert wird. Und gehört auch als Handelsstadt zur Hansegruppe, also zu einer der alten Hansestädte. Von daher, auch das ist gemeinsam mit Greifswald, die Lage am Wasser oder in der Nähe vom Wasser und die Hansezugehörigkeit. Das Klinikum selbst ist ein Maximalversorgungszentrum, was nach deutschen Maßstäben relativ groß ist. Allerdings ist die Bettenanzahl, die aktiv ist, deutlich niedriger. Und was interessant ist auch im Vergleich zu Deutschland wesentlich weniger Intensivbetten, wobei die Kategorisierung auch ein bisschen anders läuft in Deutschland als in Deutschland. Wir haben einen sehr großen Einzugsbereich, also bis zu 150 Kilometer im Radius, wenn es nicht gerade schon Wasser ist. Und wir haben, das ist anders im niederländischen System als im deutschen, es gibt keine niedergelassenen Fachärzte, sondern die gesamte Facharztbetreuung passiert über Ambulanzen in den jeweiligen Kliniken. Das Klinikum in Groningen ist ein Transplantationszentrum in den Niederlanden und ist das größte in den Niederlanden, wo alle Festorgantransplantationen durchgeführt werden und hämatologische Transplantationen. Wir sind nationales Tuberkulose-Referenzbehandlungszentrum mit einem wirklich neuen State-of-the-Art-Gebäude. Und wir haben seit ein paar Jahren auch das Protonzentrum, was auch bis über Deutschland, also die Versorgung macht, bis über die deutsche Grenze. Das erzähle ich Ihnen, um ein bisschen ein Setting zu kriegen, mit welche Patienten wir hier sehen, weil das natürlich wichtig ist für vieles, was Sie sonst in der Praxis machen. Jetzt zurück zum Thema. Für die Sepsis ist ja schon eingeführt worden, ist eine rechtzeitige und schnelle Diagnose wichtig. Und das geht zuerst natürlich, oh, der Ton ist weg, höre ich gerade, sehe ich gerade. Matthias, ist das bei dir auch so? Oder? Alles okay. Okay, gut, dann tut es mir leid, bei mir funktioniert auch alles. Ja. Das Wichtigste ist einfach das Bewusstsein und der klinische Verdacht. Also, dass Sie dran denken und sich die Patienten anschauen. Das kann durch nichts ersetzt werden, weil das kann einfach auch sehr schnell gehen. Und das sehe ich selbst natürlich auch im klinischen Alltag, aber auch im privaten Umfeld. Mir ist es einmal so gegangen mit einem Kollegen auf einem Seminar, das war jetzt nicht Matthias, aber auch ein Intensivmediziner, der auf einmal begonnen hat zu hyperventilieren. Er hatte einen Skiunfall gehabt, musste mit Krücken gehen und es war sehr mühsam, weil es sehr eng war. Ich habe ihm versucht, die Tür aufzumachen, um ihm rauszuhelfen. Und er war zusehends, innerhalb von Minuten wurde er grau, aschfahl und wir haben ihn dann sofort in den Rettungswagen verfrachtet und er war eine halbe Stunde später in der Klinik. Er hatte letztlich aufgrund einer Osteosyntheseplatteninfektion von dem Skiunfall eine Gruppe A-Streptokokken-Sepsis. Also das ist immer noch präklinisch und da können Sie auch schlecht Technik verwenden. Das ist einfach dann der klinische Blick oder wie auch immer Sie das, Aufmerksamkeit, wie auch immer Sie das nennen. Was ein zweiter wichtiger Punkt ist, das wird auch teilweise, werde ich das streifen in dem Vortrag, es wird immer über sehr viel Forschung geredet, also Grundlagenforschung, wir müssen verstehen und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles interessant und richtig, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wir weniger eine Wissenslücke haben als einfach eine Implementierungslücke. Also wir müssen es einfach machen. Das will ich vorweg mitgeben. Zurück zu den Patienten. Wenn Sie intensivmedizinisch tätig sind oder in der Notaufnahme, starten Sie natürlich vom Patienten, vom individuellen Patienten. Und hier ist, wie schon gesagt, auch Zeit ist Prognose. Das heißt, es geht um die Anzahl der Patienten, die überleben können und natürlich, wie auch gerade angesprochen ist,
die Qualität vom Leben. Je mehr Verzögerung auftritt bis zur adäquaten Behandlung, desto schlechter wird die Prognose und desto mehr Residualprobleme können bleiben, wenn die Patienten es überleben. Das heißt, was wir machen müssen, ist, es ist Zeitdruck, also die Geschwindigkeit ist kritisch und wir müssen eigentlich idealerweise von Beginn an es richtig machen. In Bezug auf antiinfektive Therapie ist es dann, dass wir eigentlich, im Englischen ist das empirische Therapie. Ich habe eigentlich lieber den Begriff, der im Deutschen existiert, nämlich kalkulierte Therapie. Das heißt, impliziert nämlich, dass sie sich überlegen müssen, was sie tun. Und das ist dann wieder eine Vorhersage von der Erfolgswahrscheinlichkeit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Sie müssen eigentlich ein bisschen in die Zukunft blicken, also sprich raten, was für den Patienten am besten ist. Da kommt dann die medizinische Mikrobiologie unter anderem ins Spiel. Und dann ist die Frage, ja, warum muss ich überhaupt mikrobiologische Diagnostik machen? Ich brauche doch einfach nur adäquat zu behandeln, Breitspektrum und dann passt schon. Das funktioniert aber leider nicht sehr gut, weil die Prognose natürlich entscheidend dadurch bestimmt wird, dass sie nicht nur antiinfektiv, sondern überhaupt eine adäquate Therapie durchführen. Und für die antiinfektive Therapie gehört dazu leider das Erregerspektrum und die Empfindlichkeitstestung. Das heißt, Sie brauchen die Mikrobiologie für die Identifizierung und für die Empfindlichkeitstestung. Das wollen Sie natürlich dann irgendeinen Befundbericht haben, so schnell wie möglich, um dann den individuellen Patienten gezielter behandeln zu können. Also entweder deeskalierend, wirklich gezielt Schmalspektrum zu behandeln, wenn das geht, und oder natürlich, wenn das initial empirisch nicht optimal war, dann die Therapie zu optimalisieren. Das Problem ist bloß, dass das natürlich viel später passiert, als Sie es eigentlich nötig haben. Wir hatten schon gesagt, empirische Therapie am Bett brauchen Sie das. Wie machen Sie das? Dazu brauchen Sie dann die Epidemiologie. Und das sind also die kumulierten Daten aus den Befunden von Ihren Patienten, aufgrund derer Sie dann abschätzen können, für die Patientengruppe, die Sie behandeln, was ist wahrscheinlich die beste Therapie? Was hat die beste Erfolgsaussicht für den Patienten bei Präsentation? Und da schließt sich der Kreis dann wieder. Sie kriegen dann bei der Epidemiologie oft Top 10, Top 20 Listen. Und hier ist ein publiziertes Beispiel von einem Maximalversorgungszentrum in Europa. Dann kriegen Sie solche Erregerlisten. Auffallend ist dann auch, dass dann genaue Spektren gegeben werden und Zahlen bis auf die zweite Kommastelle. Allerdings muss man dazu wissen, dass das auch sehr variabel ist, weil Sie nämlich durchaus eine enorme Variation kriegen könnten, abhängig von, wo Sie tätig sind, in welchem Setting Sie tätig sind, welche Patienten Sie sehen, wie Sie Ihre Prozesse eingerichtet haben und welchen Protokollen Sie folgen zum Beispiel. Als Beispiel bei uns, die Verteilung ist hier gezeigt, dass wir ungefähr 1/3 Gram-positive Kokken haben und etwa 2/3 Gramm-negative Stäbchen. Bei uns ist es eigentlich genau umgekehrt. Ich muss allerdings dazu sagen, dass zum Beispiel bei uns in der Intensivmedizin auch ein Zentrum ist, wo wir dann die selektive Darmdekontamination anwenden und deswegen durchaus natürlich einen Faktor haben, um Gramm-negative zu reduzieren. Thema heute ist dann die Rolle von Blutkulturen und wie mache ich das? Warum ist das wichtig? Hier ist ein Konzeptschema gezeigt, wo dann dargestellt wird, die klinische Verdacht von Sepsis, die Diagnose von Sepsis als Syndrom und dann überlappend dazu Bakteriämie bzw. DNAämie. Meiner Meinung nach stimmen die Dimensionen nicht ganz, aber das ist natürlich auch geschrieben mit einem bestimmten Ziel vor Augen. Aber wichtig ist auch hier, zentral stehen die Blutkulturen, um eben die Bakteriämie zu zeigen. Und das ist der Erreger, den Erreger zu fischen. Und auch, und das wird leider oft auch vergessen, selbst wenn es möglich wäre, dass sie auch weitere relevante Kulturen, also weiter relevantes Material für Kulturen einsenden sollten. Zusätzlich sind dann noch, sehen Sie dann oben noch die molekularen Tests, die dann ergänzend gemacht werden können, die aber auch dann bezüglich der Interpretation wieder neue Fragen aufwerfen.
sehr sinnvoll ist, meiner Meinung nach, dass es von den amerikanischen Intensivmedizinern und von den europäischen Intensivmedizinern zusammen solche Implementierungsleitlinien gibt, die ihnen helfen können, wie die praktischen Dinge einfach in der Praxis umzusetzen. Das ist im Rahmen der Surviving Sepsis Campaign hier ein Material und das ist sehr gut gemacht und sehr gut illustriert und auch sehr gut zugänglich. Das zentrale Bündel hier, oder die zentrale Maßnahme hier ist das sogenannte Stunde 1 Bündel. Und Sie sehen das hier zusammengefasst in 5 Schritten, die eigentlich sehr einfach sind zu merken und auch sehr relativ einfach zu implementieren. Was auch gut ist, ist, dass hier so, dann auch sehr früh dann schon drin steht, die richtige Reihenfolge, also die Blutkulturen vor den Antibiotika. Und die Antibiotika sollen früh gegeben werden, sobald die klinische Verdachtsdiagnose steht. Und das steht auch noch dabei als Kommentar, das ist auch richtig so natürlich, dass die Abnahme von Blutkulturen nicht zur Verzögerung der Behandlung führen darf. Das gilt auch für alle anderen schweren Infektionen natürlich. Das heißt, Sie müssen Ihre Verfahren gut einspielen. Wie schon gesagt, adäquate Blutkulturen sind wichtig und weitere Kulturen und dann erst die Antibiotika. In dem Material ist auch enthalten ein sehr deutliches Schema, was haben Sie als Zeitfenster, also wann müssen Sie Antibiotika geben, in welchem Zeitrahmen. Und jetzt normalerweise in der Praxis ist es dann leider so, dass dann oft passiert, ja, wenn ich die Antibiotika nur rechtzeitig gebe, dann ist das Problem gelöst und dann ist es okay. Aus den schon besprochenen Gründen ist das leider eben nicht so, weil die adäquate Therapie dann eigentlich sehr, sehr deutlich die Prognose bestimmt. Und wie kann man das lösen? Man muss einfach beginnen, in Prozessen zu denken und nicht in Inseln oder in losen Teilen dann des Ganzen. Was heißt in Prozessen denken? Dass alle komplexen Situationen und komplexen Prozesse, wo wir uns auch in der klinischen Medizin befinden, müssen eine große Menge an Unsicherheiten und Entscheidungen bewältigen. Und wenn man sich dann anschaut, finden wir das im Alltag wieder, dann denke ich, gibt es viele Beispiele, die jeder im Alltag wieder erkennen kann. Ein Beispiel ist, wenn Sie sich ein Haus bauen wollen. Sie können dann natürlich sich überlegen, ja, ich suche mir selbst eine Reihe von Experten, jeder, der von seinem Teil, vom Fensterbauer, Wasserbauer, dem Installateur, dem Maurer, und suche mir da jeweils denjenigen, der am besten ist, frage den, was er denkt, dass das Beste ist, und dann baue ich mir mein Haus zusammen. Ja, die Herausforderung, glaube ich, die kann sich jeder auch schon vorstellen, der ein bisschen was damit zu tun gehabt hat, dass das nämlich die Koordination und die relative Bedeutung, zu welchem Zeitpunkt was wichtig ist und ob es überhaupt zusammenpasst, dann ein bisschen fehlt. Und deswegen ist es eigentlich schlau, sich jemanden zu suchen, der da was davon versteht, also zum Beispiel einen guten Architekten und einen guten Bauingenieur, die einem helfen können, aus ihrer Erfahrung das zu bewerten und das auch zu steuern. Meine persönliche Entscheidung ist ganz klar aus dem, was ich gesagt habe. Ich würde mich natürlich versuchen, hierauf zu konzentrieren. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber Sie können sich ein paar Beispiele, gerade in Deutschland eben aus der jüngeren Geschichte vorstellen, wo das bewiesen ist historisch. Das ist der Berliner Flughafen, der mit 10, 12 Jahren Verzögerung endlich mit einer Kostenexplosion auf dem Faktor 4 oder 5 oder noch mehr dann langsam in Betrieb gegangen ist, und ebenso der A400M. Und ein jüngeres Beispiel, was immer noch nicht, der A400M fliegt inzwischen mehr oder weniger, aber der Bahnhof Stuttgart 21 ist genauso offenbar, hat genau dieselben Probleme. Das Entscheidende ist, dass je komplexer die Situation ist, desto wichtiger wird diese Herangehensweise. Nur sie wird natürlich auch nicht einfacher und ist mühsam. In der Medizin wurde dazu das sogenannte umgedrehte Schweizer Käsemodell entwickelt. Und das will ich Ihnen im Folgenden mal vorstellen. Ursprünglich wurde es entwickelt, das Schweizer Käsemodell als Prozesskontrolle, als Risikobegrenzung für die Kardiochirurgie, als komplexe medizinische Herausforderung.
Und das ist schon, wie Sie sehen, ja, über 30 Jahre alt und wird seitdem eigentlich ziemlich erfolgreich angewendet. Andere Bereiche, so wie die Luftfahrt, die haben das schon länger dann auch auf die harte Tour gelernt und schon länger implementiert. Es geht darum, dass Sie versuchen, Fehler A zu vermeiden, aber 100% vermeiden geht nicht. Und deswegen ist Frage 2, wie können Sie so Fehler, die passieren, dann so weit wie möglich abfedern, sodass es nicht so wenig wie möglich durchschlägt mit negativen Folgen. Das heißt, Sie probieren, Ihre Prozesse so einzurichten, dass Sie Filter einbauen, die so viel wie möglich wieder rausholen von dem, was vorne passiert, wenn es dann sich nicht vermeiden ließe. Sie können das Ganze aber auch umdrehen und Sie können sich damit auch nämlich überlegen, was brauche ich umgekehrt, um meinen Prozess optimal verlaufen zu lassen, sodass eben keine Störfaktoren dazwischen schießen, um mir das Ergebnis wieder zunichte zu machen. Und das ist eigentlich das Konzept, was sich lohnt, vor Augen zu führen für viele Dinge in der Medizin unter anderem. Bei den Blutkulturen stehen wir gerade in der Notfallsituation, in der Notaufnahme oder auch auf der Intensivstation beim instabilen Patient immer in einem Dilemma. Und das ist ein bisschen gegen die Intuition. Es ist eigentlich in der Phase bei der Patientenversorgung, wo es am dringendsten ist, wo am meisten passieren muss und wo die größte Hektik ist, müssen wir dann etwas denken, wo wir nicht unmittelbar irgendwas davon haben oder der Patient. Das Problem ist aber, dass wenn man es verpasst oder zu spät macht, dass es in der Regel irreversibel verloren ist, die Information. Und das kann man eben auch nicht wieder einholen. Das ist das Dilemma, wo wir uns befinden. Und deswegen geht es darum, sich klarzumachen, wann muss was passieren. Um das zu illustrieren, ist hier die Herausforderung, eben adäquate mikrobiologische Diagnostik zu kriegen, in der Regel vor allem Blutkulturen. Und das ist aber nicht anders, als wenn Sie sich das überlegen in der Landwirtschaft. Und ich habe bewusst hier ein Bild genommen, was sehr alt ist, nämlich aus dem alten Ägypten, ein paar tausend Jahre alt. Den alten Ägyptern war schon klar, dass es sehr wichtig ist, um eine erfolgreiche Ernte einfahren zu können, dass sie die Dinge in der richtigen Reihenfolge und zum richtigen Zeitpunkt machen. Und da geht es um die Vorbereitung, dann Säen und Pflanzen, dann die Hege und Pflege und bis hin zur Ernte. Intuitiv ist das nicht schwer zu verstehen, weil wenn Sie sich denken, Sie lassen das Säen und Pflanzen weg, oder machen es in einer anderen Reihenfolge, dann weiß jeder, dass das nicht funktioniert, dass er am Ende nichts hat. Und hier ist es nicht anders. Das ist ganz simpel. Zurück zu dem ersten Stundenbündel von dem Blutkulturmanagement. Hier gibt es auch ein Schema für das Timing, also für das Zeitfenster, in dem die Antibiotika gegeben werden sollten. Und das Interessante ist, das ist sehr gut überlegt und auch sehr gut stratifiziert. Sie haben für den größten Teil der Situationen, die hier unterschieden werden, im Prinzip ein Zeitfenster von 1 Stunde. Das heißt, es gibt uns schon mal den Rahmen vor, wenn wir sagen, wir brauchen die Blutkulturen vor den Antibiotika, dass wir maximal 1 Stunde haben nach Präsentation und eigentlich vor den Antibiotika sitzen müssen. Das heißt, der Zeitrahmen ist abgesteckt. Praktisch kann man dann sagen, wann müssen Sie die Blutkulturen abnehmen? Ganz simpel, sobald Sie klinisch die Verdachtsdiagnose gestellt haben. Dann haben Sie schon den größten Schritt getan für eine Miete. Die Blutkulturen weiter zu verarbeiten, ist dann ein komplexerer Prozess. Wichtig ist aber für alle Diagnostik, die Sie tun, und das gilt nicht nur für die Mikrobiologie, aber das gilt auch aber da im Besonderen natürlich, Sie müssen eine geschlossene Schleife kriegen vom Patienten zurück zum Patienten. Das heißt, hier ist der Beginn des Prozesses linear gezeichnet und hier ist das Ende. Und dazwischen gibt es eine ganze Reihe von Schritten, die dann zusammenpassen müssen. Und jeder einzelne Schritt, der hier nicht mitmacht oder der zur Verzögerung führt, beeinflusst das Gesamtergebnis. Was wir machen können in der Mikrobiologie, wir arbeiten dann mit sehr vielen verschiedenen Arbeitsschritten,
Aber wir können teilweise eben auch Zwischenergebnisse rapportieren und die können in die klinische Entscheidung mit einfließen, wenn man sie interpretieren kann und wenn man sie kommunizieren kann und wenn man sie einordnen kann. Dann habe ich eine Frage. Wir hatten eigentlich eine Poll vorbereitet, also eine Umfrage für Zoom, aber das hat leider technisch nicht geklappt. Ich wollte Ihnen deswegen die Fragen nicht vorenthalten, aber einfach nur kurz zeigen, dass Sie sich selber Gedanken machen können und das im Kopf behalten können für die nachkommenden Dias dann. Die erste Frage ist, was aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hemmschwellen sind oder Hürden und Verzögerungsmomente, wenn man die Blutkulturdiagnostik verbessern will für septische Patienten. Ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele von den Schritten, überhaupt Blutkulturen abzunehmen, die richtige Anzahl und das richtige Timing, Transportverzögerung zum Labor, die Verarbeitung im Labor oder dann die Verzögerung bei der Umsetzung dann am Patienten wieder oder alles von den oben genannten Gründen. Okay, ich denke, dass jetzt jeder mal seine Gedanken sich gemacht hat. Wer mag, kann es natürlich auch im Chat schreiben. Wenn man fokussiert auf die, ich sehe schon F, das ist eigentlich das, was ich auch vor Augen hatte. Das ist nämlich, jeder einzelne dieser Schritte kann es nämlich sein oder trägt dazu bei. Wenn man sich die Labordiagnostik anschaut, dann wird schon aus diesem Prozess ersichtlich, dass die Logistik entscheidend ist. Und wenn man es jetzt fokussiert auf die analytische Phase der Diagnostik, dann haben sich viele Kollegen auch auf europäischem Niveau unter anderem überlegt, welche Schritte sind es und wo kann man arbeiten, um daran was zu verbessern. Hier ist das Schlagwort Microbiologistics dann geboren worden und fokussiert hier auf den diagnostischen, also auf den analytischen Teil, komme ich gleich nochmal drauf. Mir geht es jetzt nicht um die Details, aber was ich Ihnen zeigen wollte hier ist einfach, Sie sehen oben eine Zeitreihe, wo Sie sagen, naja, vom Transport angefangen, von der Abnahme sehen Sie irgendwie 3 bis 4 Tage. Und das wird dann durch die entscheidenden analytischen Schritte zu verschnellen. Dann kann man da eventuell einen Tag gewinnen, wenn man Glück hat. Was für die Realität aber wichtig ist, dass Sie natürlich dann auch das für die Abnahme und den Transport noch eventuell Verzögerungen haben und dass die auch geregelt sein müssen. Und dass dann dem Patienten das alles noch nicht nützt, solange nichts passiert am Patientenbett, wenn das Management oder das dann angepasst wird. Wenn Sie das mit einbeziehen, dann können Sie bei allen diesen Schritten eventuell bis zu 2 Tage oder sogar noch mehr gewinnen, je nachdem, wie gut es läuft. Und wenn Sie sagen, das ist in vielen Krankenhäusern noch Realität, Sie müssen auf entweder Papier ausgedruckte Befunde warten oder zumindest kriegen Sie die als PDF dann einmal am Tag geschickt, dann ist jetzt da auch eine enorme Verzögerung. Und wenn ich mich selbst noch erinnere, die Papierbefunde aus den Postfächern zu sammeln und dann in die Patientenakte einzuordnen, dann sind sie manchmal 2 Tage später, bevor das irgendwie dann umgesetzt wird in Handlungen. Also das ist dann sicher nicht das Optimum, so wie wir uns das heute vorstellen. Gehen wir zurück zur Präanalytik. Wir haben schon gesagt, die haben Sie vorher gesehen auf dem Material, die Blutkulturabnahme. Ist es überhaupt getan und ist es dann adäquat, also rechtzeitig und auch vom Volumen und so weiter okay? Ein großer Diskussionspunkt, der dann immer kommt, ist, ja, wir müssen von Anfang an uns um die Kontamination kümmern. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist hier ein Review-Paper, was aus den letzten Jahren kommt, wo auch ganz entscheidende Aspekte genannt sind, die dafür wichtig sind. Und es ist auch so, dass man das versuchen sollte, so gut wie möglich zu machen. Allerdings ist das ein komplexer Prozess. Und Sie sehen schon ich habe Ihnen extra nochmal die Seitenanzahl dazu geschrieben. Allein dieses Thema ist ein Review von 21 Seiten wert. Aber wenn Sie damit beginnen, dann wird es leider nicht so richtig weiterhelfen, weil Sie dann nämlich nicht weiterkommen. Also haben wir selber mal begonnen, und das ist eigentlich das, was auch weiterhilft, sich anzuschauen, ja, wo können wir uns denn selber verbessern? Und hier ging es in diesem Fall, die Fragestellung war, wie gut sind wir denn eigentlich, um Blutkulturen abzunehmen, vor allem auf der Notaufnahme? Und hier haben wir uns das Ziel gesetzt, es war schon sehr bescheiden, minimal ein Set vor Starten von mindestens 2 Tagen intravenöse Antibiotika.
Das sind jetzt Patienten von knapp 3000 Patienten bei unserem eigenen Klinikum. Das sind historische Daten, deswegen kann ich die auch zeigen, ohne rot zu werden. Auch von 2009 bis 2013. Das sind Doktoranden von mir, die sich darum gekümmert haben. Und wir sind eigentlich alle ziemlich erschrocken, wenn wir gesehen haben, dass nicht mal die Hälfte der Patienten überhaupt vor Starten von Breitspektrum intravenösen Antibiotika in der Notaufnahme mindestens eine Blutkultur abgenommen worden ist. Und inzwischen kann ich sagen, hat sich vor allen Dingen auch die Notaufnahme darum gekümmert, über Protokolle das deutlich zu verbessern. Also das ist dramatisch verbessert. Das Problem ist natürlich, wenn Sie sowas analysieren wollen, dann, wir mussten das auch noch per Hand machen. Das ist sehr arbeitsreich und sehr langsam. Also Sie tun das natürlich auch nicht so oft. Das heißt, Sie haben auch wenig Sicht darauf und können auch nicht so gut schnell reagieren, um Dinge weiter zu verbessern oder wenn es wieder schlechter wird, wieder einzugreifen. Die zweite Frage ist dann immer, wie viel Blutkulturen muss ich denn abnehmen? Was reicht denn? Was brauche ich mindestens? Und wie viel Volumen? Dazu ist eine Überlegung wichtig und das ist einfach ein Gefühl zu kriegen, wie viel Mikroorganismen habe ich denn überhaupt in der Konzentration bei Bakteriämie oder Sepsis. Und hier habe ich immer verschiedene Bereiche angegeben und es geht mir nicht dabei darum zu sagen, das ist exakt diese Zahl, weil die Daten sind auch ziemlich dünn, aber einfach um ein Gefühl zu haben für die Größenordnung. Also das ist dann weniger als ein Mikroorganismus, also wir machen das immer mit koloniebildenden Einheiten, wie wir das zählen, pro Milliliter Blut, also eine auf 100 Milliliter, irgendwo um eine pro Milliliter, irgendwo um 10 pro Milliliter, irgendwo um 100 pro Milliliter, irgendwie um 1000 pro Milliliter oder mehr. Dann habe ich eine Antwort ist B, das ist das, worauf es in der Größenordnung am ehesten rauskommt. Das ist also nicht viel. Das ist auf jeden Fall so. Und das erklärt eigentlich auch, warum es wichtig ist, das Volumen ausreichend abzunehmen. Das sind Daten, die sind leider nicht sehr gut zugänglich, aber das ist eine komplexe Tabelle. Aber die ist einfach zu verstehen, wenn man sich anschaut, hier ist die Konzentration pro Milliliter, in den Bereichen, die wir gerade gesehen haben. Und wenn Sie dann einfach anschauen, die Studien, und die sind wirklich nicht sehr gut vergleichbar, die haben auch viele methodologische Probleme. Deswegen nur eine Idee als Indikator, wo wir uns bewegen, so wie auch abgeschätzt, so irgendwie in dem Bereich von unter einem Mikroorganismus pro Milliliter bis vielleicht maximal 100, aber das ist schon eher optimistisch in den meisten Situationen. Hat das jetzt irgendwas, eine Relevanz für die Praxis? Die Antwort ist ganz klar ja, und zwar einfach Volumen zählt. Das ist eine Publikation von Brigitte Lamy, die sich da sehr dahinter gekniet hat und zeigt Ihnen mal zwei Szenarios. Das erste ist, wenn Sie niedrige Volumina abnehmen, vielleicht 10 bis 20 Milliliter hier im Beispiel, das ist ein theoretisches Beispiel, aber das Prinzip stimmt und ist auch wichtig. Das heißt, Sie haben bei einer Bakteriämie, die natürlich nicht immer 100% konstant ist, sondern die kann schon mal schwanken, eine relativ hohe Nachweisgrenze. Und wenn Sie dann abnehmen, mehrere Blutkulturen, dann sehen Sie halt zwischendurch, wenn Sie gerade über der Nachweisgrenze sind zufällig, dann werden welche positiv. Nebenbei, je weniger Mikroorganismen Sie überhaupt in der Blutkultur haben und können sie dann positiv machen, also weil überhaupt was drin ist, was kultivierbar ist, dann dauert es auch einfach länger, bis sie das identifiziert haben. Also auch das ist ein Verzögerungsfaktor, der damit reinspielt. Wenn Sie jetzt mehr Blut abnehmen, also vom Volumen her, also hier als Beispiel sind es 40 bis 60 Milliliter, das ist also, das sind 2 bis 3 Sets, dann senken Sie die Nachweisgrenze deutlich und dann haben Sie eine viel größere Chance, auch mehr zu fischen, beziehungsweise einfach empfindlicher zu sein und auch schneller den Nachweis zu haben bei Blutkulturen, die positiv sind. Also Sie gewinnen einfach auch Zeit. Und Sie gewinnen an diagnostischer Sicherheit, weil Sie leichter auch Kontamination von realen Organismen, wenn es denn in die Diskussion gibt, unterscheiden können. Ein zweiter wichtiger Aspekt für die präanalytische Phase ist die Logistik. Und da gehört die Transportzeit dazu und der Zugang, wenn Sie ihn brauchen. Symbolisiert hier, Sie können sich überlegen, wenn Sie privat von A nach B wollen,
dann ist natürlich für Sie das günstigste, mit der kürzesten Reisezeit in der Regel, wenn es keine Staus und andere Dinge gibt, ist eigentlich eine Individualverbindung mit dem Taxi oder mit dem Auto selber. Und wenn Sie dann sagen, Sie machen das mit anderen Verkehrsmitteln, die nur einmal pro Tag fahren oder sowas, wie das Boot vielleicht, das Fährboot von einer Insel und dann auch noch zeitenabhängig sind, naja, wenn Sie es gerade verpasst haben, dann kommen Sie erstmal nicht weg. Ich kriege gerade noch eine Frage, ob das Volumen pro Flasche eine Rolle spielt oder nur das Gesamtvolumen über alle Flaschen. Wenn ich das kurz noch zurückstellen dürfte, weil da komme ich noch indirekt drauf oder direkt auch sogar, können wir das kurz noch besprechen. Aber falls ich es vergesse, bitte erinnern Sie mich dran. Sie können sich die Logistik eben einfach vorstellen. Das ist das Dilemma, was auch der öffentliche, in diesem Fall Personenverkehr hat. Das ist aber wurscht, das ist eigentlich auch Güterverkehr, ist dasselbe. Wenn Sie maximal sich einsetzen für eine super Technik, und ich bin wirklich Fan von dem deutschen ICE, das ist eine sehr komfortable und sehr luxuriöse Verbindung und kann gut drin arbeiten. Das Problem ist bloß, wenn Sie, er fährt natürlich nicht immer dann, wenn ich ihn brauche, der fährt nicht immer dahin, wo ich ihn haben will. Sie müssen also dann irgendwie ein Gleichgewicht zwischen finden, ich will jetzt fahren und wie oft bieten Sie den dann an. Die Reisezeit und den Service dabei, aber auch die Verbindungen. Wenn Sie von A nach B wollen und nicht nur in den Hauptverkehrsknotenpunkten unterwegs sind, dann kann das, auch wenn Sie nicht weit weg sind, kann das die Reisezeit enorm verlängern. Und als Beispiel habe ich Ihnen als Extrem gesagt, Sie können es auch nicht wieder gut machen, also kompensieren. Wenn Sie die Verbindung haben mit einem Superzug, der nur einmal pro Woche fährt, dann kann der 400 Kilometer pro Stunde fahren. Und wenn Sie dann keine Umsteigeverbindung haben, wenn Sie nicht im Hauptverkehrsknotenpunkt sind, dann nützt er Ihnen gar nichts. Und das gleiche Problem haben Sie natürlich auch für alle Diagnostik, die wir besprechen, insbesondere hier in diesem Fall die Blutkulturen. Die analytische Phase hatten wir ganz am Anfang schon kurz gestreift. Da geht es darum, um die Detektion von den Mikroorganismen, also sind die Blutkulturen positiv in diesem Fall oder überhaupt auch andere Kulturen. Die Identifizierung von dem Mikroorganismus, was ist da drinnen, das hat zu tun mit der Einschätzung der Pathogenese und auch der Prognose. Und wie sieht die Empfindlichkeitsprüfung aus, um zu sagen, kann ich oder muss ich hier eventuell switchen oder muss ich die Dosierung anpassen und solche Dinge. Wenn man sich jetzt diesen analytischen Teil nochmal darauf fokussiert, dann ist das dieser Arbeitsprozess, den Sie schon gesehen haben, vom Patienten zu Patienten. Aber die analytische Phase im Labor ist dann die Inkubationsphase, die Subkulturphase, die Sie dann für die Weiterverarbeitung brauchen und dann die Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung. Dafür gibt es eine ganze Menge technische Lösungen, die sich in den letzten Jahren, teilweise Jahrzehnten dann auch schon begonnen entwickelt haben und die teilweise tatsächlich, das ist ganz insbesondere die Massenspektroskopie, die uns hier einen enormen Fortschritt gebracht hat, sowohl von der Qualität der Resultate, also von der Genauigkeit, als auch von der Geschwindigkeit vor allen Dingen, wenn Sie das gut einbetten in Ihren Arbeitsablauf. Die Identifizierung und die Empfindlichkeitsprüfung ist hier nochmal raus vergrößert. Das ist der konventionelle Arbeitsprozess, wo Sie eine ganze Reihe von Tagen selbst brauchen, von 1 bis 2 Tagen nach dem Nachweis, nach der Identifizierung. Das heißt, es kann bis zu 2 bis 3 Tage dauern, bis Sie im konventionellen Arbeitsprozess Ihre Ergebnisse haben. Eigentlich ist heutzutage ein durchaus verschnellter Arbeitsprozess Standard und wie gesagt, das ist zum erheblichen Teil darauf zurückzuführen, dass die Massenspektroskopie oder Malditov eingeführt worden ist, aber auch, dass sie zum Beispiel eben auf direkten Nachweis machen aus positiven Blutkulturflaschen. Und für spezialisierte Fragestellungen bzw. Zentren kann es manchmal sinnvoll sein, auch direkt andere Verfahren einzusetzen. Also hier sind das in erster Linie Hybridisierungsverfahren. Wenn man sich auf die Identifizierung fokussiert, dann sind die Optionen, die man hat, um hier was zu verschnellern, ist die Verkürzung der Subkulturphase von
die sie brauchen, um positive Blutkulturflaschen dann weiter zu verarbeiten. Das geht, wie gesagt, unter anderem auch mit dem Malditow. Sie können auch versuchen, dann direkt aus positiven Blutkulturflaschen die Identifizierung zu machen. Das geht auch mit Malditow, da gibt es Protokolle dafür, oder eben mit molekularen Tests. Und jeweils, ohne auf die Details im Einzelnen einzugehen, aber ist hier in dieser Arbeit aufgeführt, die grünen Felder sind dann Vorteile und die roten Felder sind Nachteile. Und wenn Sie es noch schneller haben wollen, dann würden Sie eigentlich direkt bei der Blutabnahme vom Patienten ohne Inkubationsschritt versuchen, direkt nachzuweisen. Was im Moment verfügbar ist, dazu sind vor allem sequenzbasierte Verfahren, also die dann meistens auch einen Amplifikationsschritt enthalten. Aber Sie sehen schon anhand der Größe des roten Kastens, dass hier die Nachteile eigentlich immer schwerer wiegen. Und das sind sowohl inhaltliche Nachteile als auch logistische, als auch kostentechnische. Und ein Teil der neueren Entwicklung wird dann, die das wieder auffangen können, nicht die kostentechnischen Sachen bisher, aber die einige Nachteile der Direktnachweises auffangen können, ist dann in dem Metagenomics-Verfahren. Weiter kurz im Vergleich, was können Ihnen diese molekularen Tests bieten? Und hier ist eine Zusammenfassung, die wir gemacht haben, eine Analyse, wenn Sie von positiven Blutkulturen ausgehen, was bringen Ihnen dann die molekularen Tests? Links ist zum Vergleich immer die Blutkultur dargestellt. Und auch hier möchte ich nicht auf die Einzelheiten eingehen. Ich möchte nur zwei Aspekte zeigen. Alle diese molekularen Tests auf positiven Blutkulturflaschen, also nach der Vorinkubation in der Maschine, sind On-Top-Assays. Das heißt, die können keine Blutkultur ersetzen. Und die Empfindlichkeit ist, wie Sie sehen, in einem Bereich, der also recht hoch ist. Das heißt, Sie können mit diesen Methoden auch wirklich nur auf positiven Blutkulturflaschen arbeiten, weil Sie sonst nichts finden werden. Der zweite Teil, der dazu kommt, ist dann, wenn Sie sich dann den Kostenaspekt per Test anschauen, das ist noch nicht Kosteneffektivität auf Prozessebene, dann sehen Sie, dass die Kosten doch erheblich sind und dass auch die Verfügbarkeit in der Regel einfach eine ganze Menge an Infrastruktur voraussetzt, die Sie auch nicht an jedem Zentrum haben. Das heißt, Sie haben eigentlich einen Großteil der Vorteile, sind durch die Praxis dann wieder eingeholt. Wenn Sie das versuchen, einen Schritt weiter zu gehen, wie vorhin dargestellt, und direkt bei der Blutabnahme mit den molekularen Verfahren zu arbeiten, dann sehen Sie, dass zwei Aspekte wichtig sind. Auch hier wieder, das tun Sie natürlich, um es schneller zu machen, aber die Methoden selbst sind relativ langsam. Und auch die Infrastruktur, die sie voraussetzen, sind erheblich. Das heißt, das ist für viele Situationen, für viele Kliniken und Einrichtungen gar nicht machbar. Und auch hier sind die Kosten natürlich relativ hoch pro Test. Und es sind alles On-Top-Assays, die die Standarddiagnostik nicht ersetzen können. Sie werden für diejenigen, die das interessiert, die können im November, wenn ich das richtig gesehen habe, bei Herrn Kollegen Brenner da eine Vertiefung dieses Themas hören. Ich wollte Ihnen nur ein bisschen so die großen Herausforderungen dieser On-Top-Assays dann zeigen. Wenn wir dann weitergehen zu der postanalytischen Phase, also wir haben jetzt unsere Blutkulturen verarbeitet, worum geht es dann? Dann geht es um den Befund und was mache ich damit? Also die Interpretation des Befundes, die Übersetzung in klinisch sinnvolle Dinge und es dann auch umzusetzen. Und ich habe hier mal symbolisch eine Brücke mitgenommen und Ihnen gezeigt, die leider eben mitten im Fluss aufhört. Also so weit kommen Sie dann, aber weiter, und da müssen Sie dann stehen bleiben. Und am Patientenbett wissen Sie eigentlich immer noch nicht mehr, wenn dieser Schritt nicht gelöst ist. Für die Befundung und dann die Handlungen oder was Sie dann daran am Patientenbett machen, ist dann das Schließen der Schleife, dass Sie wieder das übersetzen zu der Handlung am Patienten. Und es sind zwei Dinge, die wichtig sind. Man kann das auch in Bündel zusammenfassen. Um da die Fahrt drin zu halten, kann man eben, so wie auch am Anfang kurz genannt, Zwischenresultate und Zwischenschritte berichten und die mit einfließen lassen in klinische Entscheidungen.
Es ist wichtig, dass man sich überlegt, was bedeutet das eigentlich, was ich hier habe. Wenn Sie also gerade eine wichtige Frage, die am Anfang angesprochen worden ist, kann das Kontamination sein oder ist das relevant? Und wenn Sie das können als Infrastruktur, wenn Sie eine elektronische Befundübermittlung haben, dann gewinnen Sie enorm Zeit, weil Sie die Informationen dann zur Verfügung haben, wenn Sie sie brauchen, nämlich am Patientenbett, wenn Sie was ändern wollen oder müssen. Und ein zweites Bündel ist dann die konsiliarische Begleitung, also dass die Befunde, die wichtig sind in Blutkulturen, tun wir das eigentlich immer, aktiv kommunizieren, ungefragt, dass sie als Infrastruktur haben lokale Leitlinien oder Protokolle, auf die sie sich geeinigt haben, in diesem Fall zum Beispiel zwischen Intensivmedizinern und Infektiologen und klinischen Mikrobiologen, und dass sie jemanden haben, der ihnen dann auch eine Konsilfunktion erfüllt, also der ihnen klinisch dann eben Empfehlungen geben kann und helfen kann zusammen mit dem Kollegen oder den Kollegen, die am Bett stehen. Jetzt habe ich Ihnen viele Teile präsentiert und wahrscheinlich geht es Ihnen jetzt so, dass Sie sagen, ja, auf der einen Seite links, auf der anderen Seite rechts, wo will er eigentlich hin? Oder so wie an der Golden Gate Bridge, ja, Sie kriegen Crisis Counseling, Sie sollen unbedingt anrufen, aber wenn Sie anrufen wollen, dann ist es außer Betrieb. Das ist natürlich ziemlich fatal, wenn Sie in so einer Situation sind. Also versuche ich Sie wieder ein bisschen zurückzunehmen zu der Praxis. Das ist auch diese verschiedenen Bestandteile sind auch in der Arbeit von Brigitte Lamy zusammengefasst und sehen an diesem Schema, dass es enorm viele Einzelbestandteile sind, die Sie alle adressieren sollten, müssten, wenn Sie das gut lösen wollen. Und auch hier möchte ich jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber was auffällt, und das ist wichtig für die praktische Unterscheidung, ist, es gibt den analytischen Teil, auf den fokussiert wird, und wir haben ein bisschen da reingeleuchtet. Das ist dieser Teil hier, der ein wichtiger Bestandteil ist, ohne den können Sie nicht, der als Eigenschaft hat, dass er eben das ist, wo Sie von den Firmen, von den Diagnostikfirmen Hilfe bekommen können und auch das, was Sie dazu brauchen an Infrastruktur und Verbrauchsmaterial, weil die Firmen davon natürlich leben können, wollen und müssen. Und für Einzelne ist das natürlich auch ein Bereich, der in Anführungszeichen sexy ist, weil es ein technologiegetriebener Bereich ist, der enorme Entwicklungen durchgemacht hat. Und da kommt auch noch einiges, hoffentlich. Aber es ist eben nur ein Teil des gesamten Bildes. Und grafisch hier dargestellt, der viel größere Teil ist eigentlich nicht durch ein Businessmodell abzubilden für Firmen, sondern das müssen sie quasi selber machen. Und es ist meistens mühsam, man kann damit keinen Blumentopf gewinnen. Wenn Sie sich da reinknien, brauchen Sie viel Zeit, viel Mühe, viel Liebe und werden damit nicht berühmt. Aber Ihre Patienten werden es Ihnen danken, natürlich am Ende. Was bei dieser Abbildung auch noch wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, das ist sind die Einzelbestandteile, das ist das Mosaik, aber der Arbeitsablauf ist hier noch nicht mal berücksichtigt. Also der kommt noch dazu an Komplexität. Wenn ich jetzt nochmal auf den analytischen Teil fokussiere, dann ist das, was Sie wahrscheinlich meistens in der Praxis hören, und da wird auch viel Werbung gemacht, da können Sie auf den Kongressen dann auch viele sich informieren bei Ständen bei Firmen. Was ist denn Ihre Einschätzung, wie viel Zeit Sie gewinnen können im diagnostischen Arbeitsablauf, wenn Sie sich hierauf fokussieren, also auf eine schnelle Identifizierung und eine schnelle Empfindlichkeitsprüfung? Und als Idee mal eben zwischen nichts bis zu 1,5 bis 2 Tagen oder eben, ja, es hängt davon ab. Jetzt hat sich noch keiner getraut, was zu sagen. Okay, machen wir einfach mal weiter. 1,5 Tage bis 2 Tage. Das kann passieren, wenn Sie vieles gleichzeitig machen können und wenn Sie in einer Situation sind, wo das auch dann umsetzbar ist. Es kann auch weniger sein. Also meine persönliche Antwort, die immer stimmt, ist F. Es hängt davon ab. Was wichtig ist für die
den Einfluss oder die Impact-Analyse, die Sie machen könnten, dann ist, dass Sie wieder sich vergegenwärtigen, Sie brauchen letztlich die Zeit von Patient zu Patient. Und meistens, was Sie finden in den Angaben und womit auch Werbung gemacht wird oder was publiziert wird, sind Teilabschnitte davon. Hier haben sich Kollegen aus Schweden mal überlegt, für den Kernteil, den analytischen Teil, was könnte man denn theoretisch in einem theoretischen Szenario, was ist der Ist-Zustand und was wäre optimal? Und hier sind verschiedene Faktoren zusammengestellt und die meisten von Ihnen werden erkennen, dass die optimale Situation in der Regel nirgends vorhanden ist, sondern dass sie irgendwie mehr oder weniger sich in der linken Spalte bewegen. Und dann haben die mal zusammengezählt, was sind die Zeitbereiche, die Zeitintervalle, die existieren und mit denen man im idealen Fall eben landen könnte. Und die haben dann gesagt, von der Blutabnahme bis zum ersten Befundbericht, und das ist noch nicht beim Patienten gelandet, kann man etwa von 3 bis 5 Tagen oder 3 bis 4 Tagen dann möglicherweise das reduzieren auf unter einem Tag im Idealfall. Also kann man da deutlich was gewinnen. Das stimmt auch in der Theorie und das ist für den analytischen Teil sicher richtig. Dann haben Sie sich mal angeschaut als Punkt 2, wie sieht es denn dann in der Realität aus? Und das ist nicht, weil die Kollegen dumm, faul oder was auch immer sind, sondern die Realität ist eigentlich ernüchternd. Die konnten den Vergleich in der Realität überhaupt nicht durchführen, was sie durch Einführen verschiedener Maßnahmen gewonnen haben in diesem Abschnitt, weil die Daten nicht zuverlässig zur Verfügung standen. Also die konnten es gar nicht analysieren. Wenn sie dann einen Schritt zurückgegangen sind, dann ging es nur bis zur Identifizierung. Und dann sehen Sie eigentlich, dass da relativ wenig in der Praxis zu holen war. Auch obwohl Sie verschiedene Maßnahmen umgesetzt haben. Und das ist jetzt wieder darauf zurückzuführen, dass natürlich, wenn Sie an irgendeiner Stelle in der Leitung was verbessern und an einer einzigen Stelle es nicht mehr Durchstrom ist, dann wird der Durchstrom sich nicht verändern, egal was Sie woanders tun. Was können Sie damit in der Praxis anfangen? Zum einen ist es, denke ich, wichtig, um diese Schlussfolgerungen mitzunehmen für Ihr Erwartungsmanagement, dass Sie sich auch nicht selber überfordern, wenn Sie da was verbessern wollen und dass es Ihren Blick schärft für, woran hängt es denn? Wenn Sie jetzt sich fokussieren, dann wieder auf den klinischen Arbeitsablauf, dann kann man sich orientieren, und das ist auch wirklich sehr gut gemacht, wie gesagt, an diesem Stunde-1-Bündel für die Sepsis. Wenn man einen kleinen Zusatz macht, und das ist die Blutkulturen nochmal näher zu belichten. Das ist das Schema, was Sie in diesem Bündel, in diesem Informationsmaterial kriegen können. Das ist eigentlich, finde ich, sehr gut gemacht. Es ist grafisch aufgearbeitet, sehr gut zugänglich und sehr übersichtlich. Und es steht auch was Wichtiges drin in der Erläuterung, nämlich die Anzahl der Blutkulturen, dass adäquate Blutkulturen abgenommen werden sollen, die mindestens 2 Sets sind. Das beantwortet einen Teil der Frage, die gestellt worden ist im Chat. Ich gehe da gleich nochmal mehr drauf ein. Wenn Sie sich dann aber anschauen, wie sieht es dann im Detail aus, und das ist hier die einzelnen Schritte nochmal dargestellt als Schema, und Sie gehen dann mit der Lupe drauf, dann sehen Sie, das ist sehr positiv gemacht. Sie haben praktisch ein Bündel sich schon hergerichtet, also ein Set, wo das Blutröhrchen für Laktatabnahme da ist und die Blutkulturen, die ist gekoppelt. Das ist vorbereitet. Das ist klasse, weil dann können Sie es quasi nicht vergessen. Was aber, wenn Sie noch näher reinzoomen, auffällt, ist, dass eigentlich nur ein Set abgebildet ist, obwohl Sie selbst sagen, mindestens 2. Also Sie müssen das eigentlich ergänzen durch mindestens ein weiteres, im Idealfall 2 Sets. Und eigentlich durch die Angabe, dass Sie pro Flasche bei den Standardset für Erwachsene, es gibt Ausnahmen natürlich, dann auch adäquat gefüllt sein müssen. Das heißt, 10 Milliliter. Auf den Flaschen steht drauf, meistens 8 bis 10, aber im Idealfall als Daumen ist auch leichter zu merken, 10 Milliliter ist das Optimum. Und zudem natürlich, wenn Sie drankommen, auch weitere relevante Materialien einsenden. Manchmal ist zum Beispiel der Urin, den wir kriegen bei Patienten mit Ursepsis,
den haben wir ratzfatz positiv und können eigentlich dann sofort weiterarbeiten. Und die Blutkultur müssen wir erst subkultivieren und dann für die Empfindlichkeitstestung. Und es gibt dann wieder Verzögerungen. Was auch wichtig ist dann für die praktische Implementierung ist, und das ist hier auch sehr gut dargestellt, auch hier geht es mir nicht um die Details, das ist nicht zu lesen, aber Sie haben es ausführlich dargestellt und aufgenommen in das Material. Barrieren identifizieren, warum Dinge nicht funktionieren, wo die Mitarbeiter hängen bleiben und diese dann auch adäquat zu adressieren, also sprich zu lösen. Was allerdings, wenn Sie sich hier reinzoomen und das selber durchlesen, auffällt, ist, da steht nirgends was von Blutkulturen. Und das ist einfach sehr, sehr schade, weil es in der Praxis natürlich dann heißt, dass es oft nicht funktioniert. Also wenn man quasi das Antibiotic Timing, wenn das Schema, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, ergänzt, die Blutkultur mit aufnimmt für das Timing und hier das auch ergänzt, dann sind Sie schon einen großen Schritt weiter, zumindest in der Informationsvermittlung, die Sie haben als Anleitung. Für die Implementierung ist dann noch wichtig, sich weiter anzuschauen, wie kann man das weiterkoppeln. Und da kann man zum Beispiel sich vorstellen, dass man elektronische Ordersets macht, wo man sagt, wenn man Antibiotika dann ordert, an den Patienten verschreibt, dann kann man das koppeln, dass auch die Order für die Blutkulturen damit parallel rausrollt. Dann haben Sie auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Wir haben das selber noch nicht implementiert auf die Weise, aber was wir einen Schritt weiter gemacht haben in die Richtung ist, dass wir zum Beispiel die Spiegelmessungen bei bestimmten Antibiotika oder anderen Medikamenten, wo das notwendig ist, im Orderset gekoppelt haben elektronisch. Also Sie kriegen automatisch die Order von der Spiegelmessung, wenn Sie das verschreiben, das Mittel. Wenn Sie sich dann kann ich Ihnen das am Ende nochmal zusammenfassen, dann sind wir eigentlich schon fast durch. Blutkulturen und Sepsis, warum muss ich das machen? Sie brauchen es für die Diagnose und für die Prognose. Sie brauchen es, um die empirische Therapie festlegen zu können über die Epidemiologie und Sie brauchen es für die gerichtete Therapie für den individuellen Patienten. Wie machen Sie das? Wann machen Sie das? Sorry, das ist, sobald Sie die klinische Verdachtsdiagnose gestellt haben und auf jeden Fall vor den Antibiotika. Und wie machen Sie das? Sie müssen auf jeden Fall ausreichend Anzahl an Sets abnehmen, 2 bis 3 auf jeden Fall und ausreichendes Volumen, also ca. 10 Milliliter pro Flasche. Dann kommen Sie auf das totale Volumen, was vorhin in der Arbeit gezeigt worden ist von Brigitte Lamy zum Beispiel. Und das Ganze ist, wie Sie sich selber denken können, einfach wirklich nicht schwierig. Es geht darum, es zu tun. Es ist nicht eine Wissenslücke, sondern einfach eine Umsetzungslücke, die wir haben. Und damit wollte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihr Zuhören und hoffe auf reichliche Fragen. Ich habe die Frage über die Diskussion von Volumen noch nicht vergessen. Die kommt, denke ich, jetzt sowieso in der Diskussion nochmal an die Reihe. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Banu, für den sehr übersichtlichen Vortrag und in dem du immer wieder so intensiv auch auf die Prozesse eingegangen bist. Das ist ja ein Blick, den besonders wir Kliniker, immer so ein bisschen wegschieben. Ne? Wir wollen schnell machen und lassen dann diese Prozessgedanken außer Acht, aber das fand ich besonders wichtig. Ja, wir machen es so wie immer. Schreiben Sie gerne Ihre Fragen in den Chat und ich würde das dann kurz für alle vorlesen. Und wir können ja vielleicht mal anfangen, durchaus mit dieser Frage, die da schon steht, wenn du magst, Balu. Spielt das Volumen pro Flasche auch für Pilze und andere? Gibt es da Unterschiede, eine Rolle? Vielleicht auch gleich die Frage, brauchen Pilze extra Kulturflaschen? Also Frage 1, das Volumen. Es geht vor allem, wenn man das jetzt einfach vom Ergebnis her anschaut, dann ist es eigentlich, beantwortet sich das fast schon von alleine. Es geht, wie gezeigt, ums Gesamtvolumen in erster Linie. Weil je mehr Volumen man kriegt, natürlich stößt das an Grenzen beim Patienten und auch an Grenzen der Machbarkeit, aber je mehr Volumen man kriegt, desto besser ist die Empfindlichkeit, desto höher, wenn es vor Antibiotika abgenommen ist.
Und zum Zweiten, desto schneller kriege ich auch mein Ergebnis, weil die schneller positiv werden. Das ist ein kontinuierliches Monitoring in dem System. Das heißt, ich messe, sobald das genug gewachsen ist, meldet sich die Flasche im Apparat und dann kann man, wenn man das entsprechend eingerichtet hat, weitermachen. Also man gewinnt Zeit dadurch. Und wenn man unter der minimalen Nachweisgrenze sitzt, dann bleiben die Blutkulturen leider oft negativ. Also ist es vor allem das Gesamtvolumen, was wichtig ist. Das Gesamtvolumen kriegen Sie aber nur, wenn Sie ausreichend Sets abnehmen, weil, wie gesagt, das Optimum für die Flaschen ist ca. 10 Milliliter. Und wenn Sie da drunter sind, dann leidet auch die Empfindlichkeit. Und wenn Sie drüber sind, wenn Sie überfüllen, und gerade wenn Sie irgendwelche Hemmstoffe drin haben, also zum Beispiel, wenn schon irgendwo vorher doch mal ein Schuss Antibiotika gegeben worden ist, dann sind Sie einfach, wenn Sie überfüllen in der Flasche, leidet auch die Empfindlichkeit, weil nämlich die Zusatzstoffe, wie zum Beispiel Kunstharz, Austauscherharz, dann eigentlich übersättigt werden und außerdem die optimalen Wachstumsbedingungen nicht mehr gegeben sind. Das heißt, ja, es zählt beides, aber leitend ist das Gesamtvolumen in erster Linie. Die Frage 2, ist das für besondere Mikroorganismen brauchbar mehr? Ja, im Allgemeinen ist es so, dass wenn Sie zum Beispiel an Hefen denken, dass die länger brauchen, bis sie wachsen. Die wachsen langsamer. Sie sind auch manchmal schwerer zu detektieren, wenn Sie mikroskopieren, nämlich beim Granpräparat, weil die oft auch in Klumpen liegen. Und dann die Frage, ist es dann wichtig, eine Pilzflasche dazu zu tun? Das ist abhängig von dem System, was Sie haben. Es gibt meines Wissens nur von einem Hersteller die Pilzflaschen extra, weil der andere hat sie nicht. Aber die Pilzflaschen bringen Ihnen im Allgemeinen in der Erfahrung für die breite Patientenpopulation nicht so richtig viel. Sie bringen vor allen Dingen was für hochspezialisierte Patienten, also Hochrisikopatienten, wo es dann oftmals sein kann, dass sie dann schneller kommen. Aber die Gesamtempfindlichkeit ist auch nicht dramatisch unterschiedlich. Das hängt aber dann auch wieder an der einzelnen Spezies. Also manche Pilze wachsen besser in den Pilzflaschen oder manche wachsen besser in den anaeroben Flaschen als in den anaeroben. Da gibt es keine allgemeingültige Antwort, meines Wissens. Okay, vielen Dank. Dann gibt es eine Frage von einem ehemaligen Kollegen, den habe ich mal freigeschaltet, Herr Becker. Sie können gerne die Frage selber stellen. Grüß dich, Carsten. Hallo Bano, schön dich zu sehen und danke für den wirklich schönen und vor allen Dingen auch problemorientierten Beitrag. Sag mal, wir haben ja in Deutschland oft noch mit ABS Probleme. Ihr seid da schon 2 Stufen eigentlich weiter über Diagnostic Stewardship schon zu Infectious Disease Stewardship at Honing. Welche Auswirkungen und Erfolge könnt ihr da aufweisen in Richtung Sepsismanagement? Hat das da was gebracht? Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich dir die Frage nicht gut beantworten, weil ich dazu keine Daten habe. Was man aber sagen kann, ist, wir haben in den Niederlanden, gibt es ein sehr intensives Monitoring über Audits, über verschiedene Akkreditierungsinstitutionen. Es gibt auch eine nationale Gesundheitsbehörde als Aufsichtsbehörde, die gibt es in Deutschland so nicht. Und die hat auch ziemlich Klauen und Zähne. Und die hat ziemlich viele Qualitätsparameter, die auch gemonitort werden, wo auch die Krankenhäuser darauf gemonitort werden. Und darüber sind schon auch aufgrund allein von den Intensivmedizinern aus deutliche Qualitätssicherungsmaßnahmen und Verbesserungsmaßnahmen zu finden. Aber ich kann dir keine Zahlen sagen und ob das tatsächlich jetzt mit extra Stewardship-Anstrengungen zu tun hat, wäre wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Also es hat sicher beigetragen dazu, aber ich kann es dir nicht quantifizieren. Okay, vielen Dank. Dann hätte ich noch wieder eine Frage aus dem Chat. Da geht es in Richtung Kontamination, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Wenn nur eine Blutkulturflasche positiv ist mit Staph epidermidis oder Mikrococcus
muss man dann trotzdem testen. Also ich glaube, es geht in die Richtung, ob dann ein Histogramm überhaupt sinnvoll ist und ob man nicht den Kliniker mehr verwirrt oder wie auch immer. Das ist das ist dann ein sehr wichtiger Diskussionspunkt. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn Sie ausreichend Volumen und vor allen Dingen ausreichend Anzahl von Sets haben. Sie können dann viel eher im Zweifel bei Mikroorganismen, die mit dubiösen klinische Bedeutung haben, auch sortieren. Persönlich, und ich glaube, es gibt auch, das ist immer eine sehr intensive Diskussion, müssen Sie verschiedene Punktionen machen, müssen aus einer Punktion das Volumen abnehmen. Ich persönlich bin ein sehr großer Fan von dem eine Punktion Volumen dann machen und dann darüber mehrere Sets. Das hat mehrere Gründe. Das hat einmal theoretische Gründe, wenn Sie es gut einrichten und machen eine Punktion, wo Sie dann sequenziell die Dinge abnehmen, unter adäquaten Kautelen natürlich, dann haben Sie einmal ein Kontaminationsrisiko und das können Sie begrenzen. Und wenn Sie dann auch noch zum Beispiel, wie es in Greifswald, wie ich gehört habe, auch üblich ist, zum Beispiel erst Ihre klinische Chemie, Blutbild und so weiter abnehmen und dann die Blutkulturen unter sterilen Kautelen natürlich, dann haben Sie die Kontamination schon in die klinische Chemiediagnostik reingespült. Dann bleiben Ihnen die Blutkulturflaschen in der Regel negativ. Wenn Sie dann sagen, ich habe trotzdem noch habe aber aus einer Punktion 2 oder 3 Sets abgenommen, dann werden Sie in aller Regel eine Abnahme finden, dass eben nur die erste, vielleicht auch die zweite Flasche noch positiv ist, aber dann schon mit einem Unterschied, mit einer Abnahme der Geschwindigkeit, wann es detektiert wird, sodass Sie da auch aus diesem Vergleich dann in der die Schlussfolgerung leichter ist zu treffen. Und Sie müssen natürlich einbeziehen, was ist es für ein Patient? Hat er ein Risiko? Wenn Sie sagen, ich habe einen Hämatologie-Patient mit viel Plastik intravaskulär und ich habe nur ein Set Blutkulturen, was glücklicherweise bei uns nicht mehr passiert in der Regel, dann ist es natürlich eine andere Geschichte, als wenn Sie sagen, na, das ist jemand, der wirklich ohne Kunstmaterial, ohne irgendwas einfach, dann passt es am ehesten zur Hautflora und vom Staph-Epi werden Sie als normal immunkompetenter nicht septisch aus der Kurve fliegen. Die Frage, ob Sie dann damit was machen müssen oder nicht, das hängt davon ab, wie Sie selber arbeiten. Ich persönlich wäre dann zurückhaltend. Wir machen trotzdem die technische Komplettierung beim Befund, aber ich persönlich setze dann immer einen Kommentar drauf und sage wahrscheinlich klinisch ohne Bedeutung. Okay. Ich würde gerne nochmal nachhaken bei diesen Abnahmen aus einer Punktionsstelle. Du hast ja eben gesagt, klinische Chemie, dann die anderen abnehmen und wenn es dann eine Kontamination ist oder so, dann wird die dritte Flasche also langsamer wachsen. Habe ich das richtig verstanden? Also ja, oder eigentlich schon negativ sein. Time Positivity wird dann oder sogar negativ sein. Genau. Das ist natürlich in der Klinik, würde es aber voraussetzen, also wenn ich diese Schlussfolgerung ziehen, dann würde es ja voraussetzen, dass ich wirklich auf die Flaschen raufschreibe, welche die erste abgenommene ist und welches die zweite und dritte, oder? Es wäre ideal, aber eigentlich, wenn ich die alle sehe, wenn ich sehe, ich habe 3 Sets bekommen und ich habe jetzt nur eine Flasche positiv, nach zum Beispiel, was weiß ich, mit dem Staph-Epi nach 30 Stunden und dann kommt vielleicht am zweiten Tag nach 36 Stunden oder 38 Stunden noch eine zweite aus demselben Set. Ich sehe auch, dass dann zu welchem Set das gehört, wenn es per Order abgenommen ist. Ja. Und die anderen sind immer noch negativ, dann kann ich es mir selber sortieren. Aber ideal wäre das natürlich sicher. Wo es wirklich relevant ist, wenn es um eine Kathetersepsis geht, also mit dem Zentralvenenkatheter als Fokus, also dass ich dann tatsächlich weiß, ist das peripher oder ist das durch den Lumen abgenommen. Ja. Dann geht es nicht ohne Beschriftung. Okay. Also das ist ja so ein Streitpunkt, ne, mit diesen eine Punktionsstelle, 2 Punktionsstellen, möglicherweise noch zeitlich versetzt. Also das ist in der Sepsis ja ein Problem. Wenn ich innerhalb einer Stunde abnehmen soll, kann ich ja nicht noch zeitlich versetzen. Genau. Gibt es dazu Daten oder ist das jetzt eine Glaubensfrage? Schreibt es einer vom anderen ab und sagt, dass ich an 3 verschiedenen Stellen punktieren muss und sowas? Also meine persönliche Meinung ist, dass es mehr eine Glaubensfrage ist und mehr eine akademische Diskussion ist, als dass es tatsächlich in der Praxis relevant ist. Wenn Sie davon ausgehen, wir haben ein Zeitfenster und darum wieder die Prozessorientierung, wir haben ein Zeitfenster, wo wir das machen wollen und müssen. Und das ist eng. Wenn Sie das Gesamtmanagement sich anschauen und Dinge, die alle passieren müssen,
beim septischen Patienten, wenn der instabil ist, dann kann es nicht so sein, dass Sie sagen, es geht jetzt nur um die Blutkulturen. Weil das ist A, inhaltlich nicht sinnvoll, und zweitens führt es dazu, dass es in der Praxis schief geht. Was nämlich dann passiert ist, dass es dann höchstens ein Set kommt und der Rest fällt unter den Tisch. Oder kommt dann, wenn die Antibiotika schon drin sind, wenn der Patient auf der Station ist. Die bleiben aber in der Regel negativ, außer bei sehr zähen Mikroorganismen oder sie sitzen halt empirisch daneben. Aber dann bringt es auch nicht mehr so viel. Also deswegen, das ist auch ein praktischer Grund für die Einpunktion und dann alles abnehmen, für mich. Und es ist abgesehen davon sowohl für die Mitarbeiter und auch für den Patienten belastender, wenn sie nochmal punktieren müssen. Und sie haben erneut ein Risiko auf eine Kontamination. Okay, dann gibt es eine Frage von Frau Hase. Dort in der Klinik ist das Labor, also die Bakteriologie im Haus. Also das ist ja schon mal eine super Situation. Ja. Dadurch zusätzlich kommen die Ergebnisse auch noch super schnell, steht es hier. Und die Frage ist, wie muss ich die ärztlichen Kollegen schulen, damit sie diese Ergebnisse richtig lesen? Also nicht nur auf sensibel, resistent und intermediär schauen. Also ja, was ist, ich verstehe es so, was ist aus deiner Sicht wichtig für die klinischen Kollegen, also außerhalb des Resistogramms? Ja, also ich habe eigentlich sowieso ein bisschen Schwierigkeiten auch mit dem, wenn man das nur reduziert auf diese Buchstaben, ja, weil die Realität dahinter ein bisschen komplexer ist und das einfach oft den Blick verstellt, beziehungsweise sogar das eigentlich nicht korrekte Konzepte übermittelt. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, worauf die Frage zielt. Wenn es darauf zielt, zu sagen, wie ordne ich die ein, ist das was Relevantes oder kann das mein Bild erklären oder ist es so, dass es möglicherweise passt zur Kontamination? Haben wir ein paar Punkte schon angesprochen. Letztlich ist aber eigentlich immer leitend der Patient selbst. Also ich muss eigentlich immer schauen, was ist es für ein Patient. Also kam auch zwischendurch die Frage, sehe ich jetzt gerade noch, hängt es dann auch zum Beispiel von der Station, damit ist wahrscheinlich gemeint die Patientenpopulation, also welche Patienten sind das? Sind das Onkologiepatienten, Hämatologiepatienten, Intensivpatienten? Ja, das ist ganz entscheidend, weil ich immer schauen muss nach Risikofaktoren. Hat der Patient Faktoren, die mir das Bild erklären können? Passt das zu der klinischen Situation? Passt das zum Verlauf? Passt das zu dem, was ich sonst weiß? Und ist das plausibel, was ich da finde? Ich weiß nicht, ob das die Frage genau beantwortet. Ja, ich weiß nicht, Frau Hase, ich habe Sie mal aktiviert. Wenn Sie noch Nachfragen haben, können Sie auch gerne sprechen. Im Moment ist noch stumm. Das Mikro ist noch aus. Dann habe ich wahrscheinlich hier noch was. Okay, sonst aber ist vielleicht die Frage auch beantwortet. Dann gibt es noch eine weitere Frage. Vielleicht kann ich noch ganz kurz noch ergänzen, weil ja, na klar, diese gerne. SIR, ja. Die SIR-Kategorisierung, also empfindlich oder resistent, zielt vor allem auf Infektionen im ersten Kompartiment ab. Also das ist Blut und gut erreichbare Gewebe. Das ist natürlich für die akute Situation, für Patienten in einer septischen Situation, das akut am wichtigsten. Also von daher kann man damit schon praktisch eine ganze Ecke weit kommen. Wenn Sie aber denken, ich habe einen tiefen Fokus, einen Abszess, Bauchproblem mit einer Abszessierung oder Endokarditis oder eine Meningitis, dann sieht die ganze Sache anders aus. Dann reicht das nämlich in der Regel nicht. Okay. Dann gibt es noch eine praktische Frage, die da heißt, was ist von der Aussage zu halten, die peripher abgenommene Blutkultur ist besser als die bei der sterilen Anlage eines ZVKs. Also der Patient kommt in die Notaufnahme, es wird der ZVK gelegt und noch unter den sterilen Bedingungen nimmt man daraus gleich die Blutkultur ab. Und da gibt es offensichtlich welche, die behaupten, Flexyle oder peripher abgenommen ist trotzdem besser. Ja, also das ist auch theoretisch vermutlich ja. In der Praxis ist es aber auch wieder, ist die Frage, ist es machbar? Und das Zweite ist, wenn Sie es tatsächlich unter gut kontrollierten Bedingungen machen können, wir machen das bei uns auf der Intensiv auch, dann ist die Kontaminationsrate meiner Meinung nach auch nicht höher. Ich habe keine exakte Analyse dafür, aber zumindest gefühlt aus der Erfahrung kann ich sagen, ist die nicht höher. Was wir aber deutlich gesehen haben, und ich denke, das ist bei allen Zentren so gewesen, in der akuten Covid-Phase
haben wir reihenweise wieder Coagulase-negative Staphylokokken gesehen bei Katheteranlage und auch viele Katheterinfektionen dadurch, weil einfach die Bedingungen so suboptimal waren, mit extra Schutzmaßnahmen, mit doppelten Handschuhen, unter Stress, was viel weniger kontrolliert war, de facto, dass diese Rate hochgegangen ist. Also wenn Sie in so einer Situation das vergleichen, dann ist es vermutlich so, dass die peripher separat abgenommene besser ist. Aber die Frage ist das realistisch? Mhm. Und unter in Anführungszeichen Routinebedingungen, die kontrollierter sind, dann ist es meiner Meinung nach ziemlich egal. Es geht ja ganz klar um den neu angelegten Katheter, ne? Also Genau, unter sterilen Bedingungen dann gleich richtig. abzunehmen. Da kann man sich ja wirklich kaum vorstellen, dass das schlechter sein soll. Ne? Das ist ja alles hochsteril eigentlich. Normalerweise unter kontrollierten Bedingungen ja. Okay. Ich sehe erstmal keine weiteren Fragen. Ich hätte noch, also ich kann die jetzt nicht weglassen, ohne einmal was zu 24/7 zu sagen. Ja. Warum haben die Mikrobiologen darauf keine Lust? Gute Frage, relevante Frage. Es geht meiner Meinung nach weniger um die Lust, sondern das ist einfach natürlich verbunden mit einer erheblichen Investition, also Kostensteigerung, sowohl laufend als auch in die Investition in Personal vor allen Dingen. Ja. Es gibt viele Bereiche international, die tatsächlich schon lange 24/7 machen. Die Frage ist aber, können wir das kostentechnisch abbilden und sind wir bereit, das dann zu tun? Und das ist der größte Knackpunkt. Ich denke, dass es auf jeden Fall die althergebrachte, in vielen Orten noch gängige Mentalität, wir tun das mal zu Bürozeiten und der Rest, ja, geht auch ohne uns, das ist nicht adäquat für die Realität. Das ist auch sehr verzögert alles sehr enorm und auch deswegen, weil natürlich dann viele der durchgehenden Prozesse dann mit Pausen aufgehalten werden. Also das verzögert alles enorm. Ich denke, was man aber auf jeden Fall machen kann, auch in Situationen, wo eine echte 24 Stunden, 7 Tage Diagnostik oder überhaupt Service, auch klinischer Service, für mich gehört der Konzildienst dazu, machbar ist, das ist das, was mich zumindest überlegt, wie kann man so gut wie möglich in die Nähe kommen. Wir haben auch kein 24/7 Diagnostikangebot, außer auch für bestimmte Notfallmaterialien und Notfalldiagnostik. Da können wir dann einen Dienst TA reinrufen. Hat aber Impact für den nächsten Tag, weil die dann wieder frei haben müssen, dann fehlen sie woanders. Wir selber sind 24/7 rund um die Uhr konsiliarisch zu erreichen. Und das ist richtig, also es ist richtig knackig, muss man sagen. Das ist in der Regel, also für den klinischen Teil, für den Konzildienst tun wir das. Und was man aber machen kann, ist in die Richtung zu gehen durch intelligente Prozesse. Also was wir zum Beispiel gemacht haben, weil wir das das war auch eine größere logistische Aufgabe, aber wir haben zum Beispiel Zusammenarbeit mit der klinischen Chemie, die Blutkulturen über ein Satellitensystem 24/7 werden die eingeladen und bebrütet. Das heißt, wir kriegen normalerweise am nächsten Morgen dann die dann positiv geworden sind, werden sofort verarbeitet und die anderen werden transferiert in die zentrale Unit. Und das hat zu einer erheblichen Beschleunigung geführt, der Zeit zum Befund. Und vor allen Dingen hat es sicher der Qualität also geholfen, weil wenn die Blutkulturen irgendwo rumgammeln, dann werden die auch nicht besser. Ja, danke. Das war, glaube ich, nochmal auch noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ne? Also, dass Blutkulturen eben möglichst nicht irgendwie 15 Stunden in der Ecke stehen sollten, bevor sie in das diagnostische Gerät kommen. Ja. Die Frage war natürlich vorhin bewusst provokant. Also wir glauben, oder es ist ja ganz klar, es liegt nicht an den Mikrobiologen, sondern am Ende liegt es an den Klinikern und den Verwaltungen, die endlich alle gemeinsam sich dafür stark machen können, dass der Notfall Sepsis eben auch eine Notfalldiagnostik benötigt und die kostet dann eben auch Geld, wenn ich Personal vorhalte. Das ist ja völlig klar. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, den du jetzt gerade noch angesprochen hast. Das ist natürlich auch schwierig zu rechnen, weil das ist eigentlich so ähnlich wie bei einer Feuerwehrfunktion. Ich kann natürlich auch sagen, ich bezahle die Feuerwehr nur, wenn sie in Einsatz fährt. Ja. Und dass das nicht funktioniert, ist, glaube ich, braucht man keine große Erklärung. Und dass es im Zweifelsfall
sogar eigentlich einen perversen Anreiz gibt, nämlich den berühmten Feuerwehrmitarbeiter, der dann selber Feuer anzündet, damit er einen Einsatz machen kann. Das ist auch, glaube ich, braucht man auch nicht weiter zu erläutern. Also so ein Modell funktioniert nicht. Das heißt, Sie müssen einfach sagen, was ist mir wert, das vorzuhalten, was brauche ich in meinem Prozess, was brauche ich für meine Patienten, wie kann ich das so gut wie möglich lösen, um so nah wie möglich an das Ideal zu kommen, wenn ich nicht das Ideal erreichen kann. Und so Satellitenfunktionen, Satelliteneinrichtungen sind zum Beispiel ein ganz wichtiger Bestandteil dabei. Ja. Ja, dann gibt es noch mal einen Kommentar, glaube ich. Es geht noch mal um diesen ZVK oder peripher. Hier steht noch mal, es geht um das Durchziehen des Seldinger Drahts durch die Haut. Also das ist ja tatsächlich ein mögliches Argument gegen die Abnahme gleich aus dem frisch gelegten Katheter. Aber auch da gilt aus meiner Sicht ja vielleicht, wenn ich erst die klinische Chemie abnehme, dann... Ja, das ist natürlich, da liegt der Teufel wieder steckt der Teufel wieder im Detail. Also wenn ich mich jetzt nicht total vertue, aber meines Wissens wird bei uns kein Seldinger gebraucht, sondern das wird alles ohne das gemacht. Das ist eigentlich Standard, also Seldinger Technik. Zum Wechseln oder zum Neuanlegen? Nee, zur Neuanlage des Katheters. Okay. Ja, also ja, da muss man tatsächlich mal schauen, ob das, also wir machen das sehr häufig und da müssten wir ohne Ende Staph-Epis finden und das ist nicht der Fall. Also ich glaube, dass das nicht sehr relevant ist. Dann gibt es hier im Chat noch eine Frage, wie oft kommt es denn vor? Da weiß ich jetzt leider nicht, worauf sich das bezieht. Also wenn derjenige da noch hinschreiben würde, was er da mit der Frage meint, dann können wir die noch beantworten. Ansonsten sehe ich erstmal keine weiteren Fragen. Und ja, wenn noch irgendwas auftaucht, kann ich dir das ja auch im Nachhinein noch zukommen lassen. Wie oft kommt das vor? Einsätze steht. Damit ist offensichtlich gemeint, dass man nachts gerufen wird als Mikrobiologe zu. Ja, das ist knackig bei uns. Also das geht normalerweise regelmäßig den Abend bis so lange, ja, auch die Notaufnahme ist bei uns offiziell Normalbetrieb bis 11 Uhr und bis 11, 12 Mitternacht, 1 Uhr kriegen wir eigentlich regelmäßig Anrufe. Das ist manchmal also wirklich Callcenter-mäßig, dass man überhaupt nicht mehr, also dass man einen Anruf in der Leitung hat und 2 andere draufkriegt. Das ist nicht immer so, das ist variabel, wie eben bei der Feuerwehr auch. Aber es ist häufig und wir haben auch regelmäßig dann auch irgendwann in der Nacht. Die Frage ist, ob das zu Recht ist. Ein Teil ist sicher nicht zu Recht, aber dieser Anteil hat sich deutlich gebessert. Und ein wichtiger Aspekt davon war eben auch unsere Protokolle und Arbeitsabsprachen. Also wie machen wir was und die Infrastruktur auch für die Antibiotikafibel eben elektronisch niedrigschwellig zur Verfügung zu stellen und die aktuell zu halten. Das ist sehr viel Arbeit, aber das zahlt sich eben letztlich dann dadurch auch aus. Und auch die, wo sie auch einen Teil auffangen können im Dienst, sodass es tatsächlich echt nur Notfälle sind, die dann kommen akut, ist, dass sie natürlich tagsüber zu den normalen Geschäftszeiten intensiven Kontakt haben. Und das haben wir auch eingerichtet. Das ist eine wichtige Maßnahme gewesen. Wir nennen das Cluster. Also wir haben Gruppen von Kliniken, oder Teilkliniken, die wir bedienen, das jeweils durch einen Kollegen, der dann auch versucht, also das Streben ist da auch Kontinuität reinzubringen, dass man tatsächlich ein fester Ansprechpartner wird, für die auch bekannt ist, dass niedrigschwellig tagsüber die Dinge besprochen werden und man sich auch einigt auf, wie machen wir es denn dann im Zweifelsfall, solange nichts Besonderes vorliegt. Und das eben auch sowohl festlegt, als auch bespricht in Zusammenarbeit. Das hilft viel und man kann auch, ehrlich gesagt, das tue ich auch mit der Intensivstation, man kann viel auch voraus Szenarios denken und auch voraus also wirklich proaktiv tätig sein, statt da einfach nur hinterher zu hoppeln. Das bringt auch viel. Aber es ist teilweise echt knackig, muss ich sagen. Wir machen das 24 Stunden eine ganze Woche lang. Das ist wirklich heftig, wenn es regnet. Also. Ja, ich glaube, dieses gemeinsame überhaupt miteinander sprechen, das schafft ja so viel Verständnis und dann ist ein Teil der Fragen tatsächlich, also ja, dann weiß man einfach mehr. Die braucht man dann nicht mehr zu stellen. Man kann viel eben auch einschätzen, wenn man tagsüber bespricht. Und deswegen, wenn ich die Intensivkonsilenz mache, bin ich jeden Tag auf jeder Intensivstation und schaue im Prinzip jeden Patienten an, zusammen mit den Intensivmedizinern. Sie sehen einfach, wie der Verlauf ist. Sie sehen, was sie erwarten können. Und das ist zu 80, 90%
für den Infektionsteil eigentlich so. Und wenn Sie sagen, okay, da wissen wir es echt nicht, da wackelt es, dann können Sie ein PM, also Pro-Memory-Management besprechen und sagen, wenn das jetzt so und so passiert, dann macht das und das, dann brauchen Sie auch nicht in der Nacht anzurufen. Es sei denn, ist es was Unvorhergesehenes. Na gut, dann ist es aber auch, dann haben Sie aber auch echt einen Wert, um dann das zu besprechen mit dem Kollegen in dem Moment. Absolut, ja. Ja, Banu, ganz, ganz herzlichen Dank für den, ich wiederhole mich, tollen Vortrag, der eben Danke, auch sehr gerne. die Prozesse so intensiv beleuchtet hat und auch für die tolle Diskussion. Ja, und wir wünschen dir einen schönen Abend. Ich wünsche auch allen anderen einen schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie wieder hier waren. Banu, wenn du noch ein kleines bisschen da bleiben willst, dann siehst du, was noch so in den Chat geschrieben wird. Ja. Und eine Frage aus dem Chat möchte ich noch beantworten, eine organisatorische. Es wurde mehrfach gefragt nach Zertifikaten, Teilnahmebescheinigung, wenn Sie sich, und anders können Sie ja nicht in den Chat gekommen sein, angemeldet haben über Zoom, richtig, dann kriegen Sie das von uns automatisch. Ansonsten einfach nochmal eine E-Mail schicken. Ja, vielen, vielen Dank nochmal und allen einen schönen Abend. Auch von meiner Seite vielen Dank für das Zuhören und für die Teilnahme und für die regen Fragen.